Hallo, ich begrüße euch. Ich möchte Bildungsmaterialien bereitstellen für Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen und für Menschen, die solche Materialien in diesem Stil machen möchten. Das heißt in Deutschland Lehrer, Ausbilder, ehrenamtlich Tätige, die sich sagen, das, was der Konrad da bereitstellt, das hat Hand und Fuß. Und sowas will ich auch können und für die ist dieses Material gedacht. Dazu biete ich auch einen Workshop an. Teilnahme ist kostenlos, wenn man sich aktiv beteiligt. Und jetzt will ich aber eben zu der Pressemitteilung, zu dem Workshop, da will ich also jetzt dieses Material erklären. Im Prinzip werden alle zukünftigen Materialien, da gibt es schon eine Menge, aber ich habe die noch nicht auf diese Optik hier umgestellt, die werden alle ähnlich aufgebaut sein. Deshalb schaut euch die an. Wenn ihr dann in Zukunft die anderen Materialien, da gibt es so etwa 30 bis 40, gibt es schon, die noch umgestellt werden müssen, wenn ihr die in gleicher Weise nutzen möchtet. Fangen wir an. Diese Arbeitsmappe sollte man vorher herunterladen. Sie ist in der Beschreibung des Videos verlinkt. Wenn ihr das manuell machen wollt, hier steht konradrennert.de, Fachvokabular und dann kommt noch ein Slash kr__1.xlsx. Also das kann man hier abschreiben und dann in der Adressenleiste des Browsers eingeben und dann wird das heruntergeladen. So, diese Arbeitsmappe, wenn ihr sie dann habt, die hat den Aufbau, den will ich jetzt als erstes erklären und dann die Aufgabe, die ihr dann auch noch vieles erklären wird. Fangen wir an, dieses Blatt KR1, also das ist der Name der Arbeitsmappe, Info, das Infoblatt, kann man auch hier unten auswählen. Ihr seht also, hier unten steht Aufgabe, steht hier oben auch und hier steht Sprachen, steht dann auch hier oben. Und man kann also wählen, ob man da oben oder da unten die Blätter umblättert. Ich habe das bewusst da oben doch mal gemacht, weil ich weiß aus vielen Unterrichtseinheiten, dass bei Excel eben viele nicht im Vollbildmodus arbeiten und dann sind da unten die Register abgedeckt und man ist verunsichert. Und deshalb könnt ihr hier oben über diese Links in der ersten Zeile eben auch diese Arbeitsblätter auswählen. Also das ist nichts anderes als ein Link zu dem entsprechenden Blatt. Wer das da unten sieht, kann das natürlich da genauso gut machen. So, fangen wir an. Was steht hier auf dem Infoblatt? Natürlich erstmal die Überschrift. Es geht hier um die Kuratierung von dem Fachjargon aus der Pressemitteilung. Da kann man ja auch viele neue deutsche Wörter herauslesen, wenn man sich dafür interessiert. Und das Ganze, was in dem Workshop läuft, das ist also die Produktion multimedialer Materialien. Das ist ja hier auch so, wenn ich hier YouTube einsetze und setze hier DeepL ein und setze eben Google die Bildersuche ein, dann ist das also ganz schnell multimediales Material. So, dieses Video hier ist auch verlinkt, aber hier seht ihr, da stehen noch Xe, weil ich kann natürlich erst die vollständige URL eingeben, wenn das Video produziert und hochgeladen ist. Dann bekomme ich bei YouTube die 11 Buchstaben, die ich hier eintrage. Aber wenn ihr dann die Arbeitsmappe habt, dann ist da auch die aktuelle URL drin. Hier habe ich ja schon gesagt, ist, wenn man die Mappe herunterladen will, hier findet man die Textquelle. Also den Jargon, den ich hier jetzt gleich erkläre, der kommt aus einer Pressemitteilung. Und wenn ich hier draufklicke, das habe ich gerade getan, dann wird diese Pressemitteilung geöffnet, also auf meiner Webseite. Und da ist das Angebot zum Workshop detailliert beschrieben, auch die Sprachen. Also ihr könnt das in Deutsch lesen, was ja hier Aufgabe ist. Das habe ich auch selbst geschrieben. Aber für die anderen 28 Sprachen, die da durch die Flaggen vertreten sind, da habe ich das von einem maschinellen Übersetzer mit künstlicher Intelligenz, also DeepL ist das, nach meiner Ansicht, aber nicht nur nach meiner, der beste automatische Übersetzer. Und für Chinesisch und Englisch und Französisch, da habe ich also auch schon Muttersprachler befragt und die sagen, das ist okay, das könnte also ein Dolmetscher kaum besser machen, es sei denn, der hat sein Leben lang nichts anderes getan und der gehört zu den Spitzenkräften in seinem Beruf. So, das ist also hier die Pressemitteilung, da ist unten drunter auch nochmal ein weiteres Video angegeben, was dazugehört, aber nicht dieses. So, dann schließe ich das mal wieder und dann bin ich automatisch wieder hier. Immer wenn ich hier solche Angebote mache, dann setze ich einen Wortschatz voraus. Ich kann keine anderen Sprachen als Unterrichtssprache verwenden, da bin ich nicht gut genug zu. Ich mache das immer in Deutsch.
Und deshalb müssen diejenigen, die da mitmachen wollen, natürlich auch schon Deutsch verstehen. Mindestens die selbstständige Verwendung, also Level B1, besser B2 oder noch besser die kompetente Verwendung mit dem Level C1 oder praktisch Muttersprachler C2, dann funktioniert das. Aber man kann ja dieses Video langsamer ablaufen lassen, man kann es stoppen, man kann sich Notizen machen und dann geht das also auch für jemanden, der nicht Deutsch als Muttersprachler ist. So, wenn ich also dann hier den Referenzwortschatz, den ich als bekannt voraussetze, anklicke, das habe ich gerade getan, dann komme ich hier zum Goethe-Zertifikat B1 und das ist die Wortliste, die da steht. Sehen wir ja auch hier. Und dieses Dokument hat 104 Seiten und da sind also auch Fallbeispiele. Ich habe gerade mal drauf geklickt und da habe ich also hier jedoch und jemals und jemand, diese Seite 53, wo diese Begriffe hier mit einem kleinen Text erklärt werden. Es reicht also nicht, die Worte 1:1 zu übersetzen, sondern man lernt die erst richtig, wenn man die in einem Kontext sieht, also innerhalb von Sätzen, dann kann man das richtig lernen. So, das ist also hier Hinweis. Ihr könnt also hier auf der Infoseite auch immer sehen, wo habe ich den Referenzwortschatz her. Wenn ihr was über mich erfahren wollt, da gibt es hier mein Profil. Und hier gibt es auch die Lizenz. Ihr dürft dieses hier, ich habe das ja in Excel gemacht, ihr dürft das auch in OpenOffice verwenden und speichern und weitergeben, wenn ihr im Umfeld gar keine Leute habt, die mit Excel arbeiten, aber alle haben OpenOffice, dann könnt ihr das gerne machen. Das gibt diese Lizenz her. Ihr müsst dann eben nur meinen Namen nennen, als Quelle mich angeben. Das ist also hier bei der CC BY Lizenz 4.0 international beschrieben. Und die ist hier verlinkt. Das ist auch so üblich, dass man die verlinkt. Darunter findet ihr dann ein bisschen Statistik zur Arbeitsmappe. In dem Referenzwortschatz, den ich eben erklärt habe, da sind 6.943 Unikate drin. Da sind also viel mehr Worte drin. Ich glaube 15.000 oder 20.000 sind da mindestens drin. Ich habe das mal irgendwann zählen lassen von Word. Aber 6.943 Unikate sind drin und die setze ich also hier als bekannt voraus. Und das sehen wir auch, wenn ich hier eine Wortliste habe, die hier auf dem Blatt Wortliste auch zu sehen ist. Da stehen die Worte drin, die ich hier einsetze, diese 339. Wenn die gelb hinterlegt sind, wie agile oder aktiven oder Aktivitäten, dann sind diese Worte eben nicht in dem Referenzwortschatz enthalten. Wenn die aber schon enthalten sind, steht hier auch siehe B1-Wortliste, wie ab und aber und alle und als und am und der, die, das sowieso, die sind ja alle schon da drin. Und da kann man also sehen, es sind also hier etwa 2/3 der Worte, die sind schon irgendwie in der Wortliste drin von Goethe B1 und die anderen, die sind also hier gelb hinterlegt. So, will ich also jetzt hier nur kurz sagen, damit ihr also wisst, hier sind also 40,4%, die sind also nicht in dem Referenzwortschatz enthalten und knapp 60%, die gibt es schon, also 202 Worte sind da drin. So, dann wissen wir also hier auf dem Infoblatt auch mit dem Bereich Statistik was anzufangen. Darunter habe ich dann noch sonstige Hinweise und Informationen. Zum Beispiel die Playlist. Das, was ihr also hier seht, das ist also der Extrakt meiner Arbeit aus den letzten Monaten. Und da sind auch viele Funktionen erklärt, die ich hier in diesem Video nicht erklären werde. Aber wenn ihr die kennen wollt, dann empfehle ich euch meine Playlist. Wenn ihr die komplett durcharbeitet, braucht ihr etwa 5 Stunden. Und dann ist hier auch noch was, da will ich auch noch mal draufklicken, wenn ihr hier Zuwanderer informieren wollt. Da gibt es eine gute Seite vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg. Da sieht man hier den Zuwanderer, wie er hier eine Brezel beißt oder testet. Und da gibt es dann seitenweise Informationen für Zuwanderer. Könnt ihr euch also anschauen und das werde ich also dann immer bei den Mappen, die ich in ähnlicher Weise machen, dass ihr dann unten drunter solche Informationen findet. So, das Blatt Info ist also damit erklärt. Dann klicke ich hier oben mal auf das Register auf dem Blatt Aufgabe. Da geht es jetzt um die Übungen, die ihr damit machen sollt. Ich habe die doppelt formuliert.
Einmal in der Form, wie sie bei YouTube oder in den sozialen Medien üblich ist, man duzt sich. Ne? Aber es kann ja sein, ihr wollt wirklich in einer Firma und da arbeiten und da könnt ihr nicht am ersten Tag ankommen und alle gleich duzen. Da habe ich dann die Aufgabenstellung auch in der Form des Siezens gebracht, also mit der förmlichen Anrede. Inhaltlich ist es das Gleiche, nur hier werdet ihr mit du angeredet und hier wird man mit Sie angeredet, so als wenn ich jetzt eine Vorstandsschulung machen würde. So, fangen wir an. Erster Punkt dieser Aufgabenliste ist, wenn du das Video siehst und noch nicht über die zugehörige Excel-Arbeitsmappe verfügst, dann nutze den Link. Hier muss ich einen Fehler korrigieren, dann nutze, das Sie muss da weg, den Link im Video in der Videobeschreibung zum Download. So, jetzt habe ich das also auch gleich korrigiert. Dann habt ihr das, wenn ihr euch das runterladet, auch in der richtigen Form. So, runtergeladen ist es jetzt. Wähle auf dem Blatt Sprachen die deutsche Flagge zum Öffnen der Pressemitteilung aus. Das Blatt Sprachen kann man entweder hier oben auswählen oder hier unten. Ich mache es mal hier unten. Wenn ihr also nur mit Excel gewohnt seid zu arbeiten und noch nicht diese Links da oben kennt, dann klickt unten auf Sprachen. So, jetzt sehen wir, hier steht oben drüber, dass es also die Pressemitteilung zum Online-Workshop ist, um die es hier geht. Mehrsprachige multimediale Materialien erstellen. Der Text der Pressemitteilung, der liegt von mir formuliert in Deutsch vor. Und dazu habe ich dann noch 28 andere Sprachen übersetzen lassen von DeepL, von dem automatischen Übersetzer. Und die werden dann hier genutzt. Ich klicke mal auf die deutsche Flagge, dann bekomme ich nämlich die Pressemitteilung in Deutsch. Wir sehen sie ja hier. Oben drüber auch wieder die Flaggen. Wenn man da draufklickt, dann wird das PDF-Dokument geöffnet, mit dem man dann auch zwischen den Sprachen hin und her schalten kann. So, diesen Text, den soll man sich jetzt durchlesen. Will ich euch also jetzt nicht vorlesen. Das könnt ihr auch machen lassen von Google Translate. Das funktioniert sehr gut. Wenn man den deutschen Text einfügt, klickt auf den Lautsprecher, dann wird er vorgelesen. So, jetzt ist die erste Aufgabe, den Text zu lesen. Und jetzt überlegt man, erfülle ich die Kriterien? Wenn ihr also sehr gut Deutsch sprecht, ihr könnt mit Excel umgehen, dann seid ihr also in der Lage, an dem Workshop teilzunehmen, dem, was da gesprochen wird, auch zu folgen. So, jetzt gehen wir aber mal zum nächsten Abschnitt der Aufgabe. Deutsche Flagge ausgewählt, Pressemitteilung ist geöffnet, lese die Pressemitteilung auf Deutsch, prüfe die Kriterien, ob alle Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt sind. Da sind also Kriterien beschrieben, also habe ich ja eben schon gesagt, Deutsch sehr gut sprechen können und verstehen und natürlich auch mit den Office-Paketen arbeiten können, weil wer hier kein Excel kennt, der hat es schwer, wenn er dieses Material dann irgendwie modifizieren möchte. So, dann geht es weiter. Aufgabe 4. Lese die Pressemitteilung in der Sprache, die du am besten beherrschst. Falls Deutsch für dich eine Fremdsprache ist, lese den Text zum Beispiel in Englisch oder in Ukrainisch. Englisch, klar, können die meisten, habe ich auch in der Schule gelernt. Ukrainisch kommen jetzt viele zu uns, weil sie vor den Bomben fliehen. So, dann haben wir hier die Sprachen, also Ukrainisch klicke ich mal an, also die ukrainische Flagge muss man nehmen, sonst wird man über die ukrainische Sprache informiert. Ich klicke also auf die ukrainische Flagge und da habe ich also jetzt den Text auf Ukrainisch. Das heißt, das Bild ist natürlich hier nicht ukrainisch, das ist hier englische Überschrift und darunter habe ich dann die Flaggen und neben den Flaggen steht das deutsche Wort für die entsprechende Sprache, die man über die Flagge auswählt. So, hier sehen wir also, das ist kyrillische Schrift. Fußzeile habe ich in Englisch geschrieben, aber der Text, der steht also hier auf Kyrillisch in ukrainischer Sprache. So, haben wir also jetzt gelesen. Stellen wir uns vor, ich wäre Ukrainer. Ich habe das jetzt gelesen, was da in der Pressemitteilung drinstehen soll. Dann gehe ich in mich. Ich gehe mal wieder zum Blatt Aufgabe. Da bin ich nämlich jetzt bei dem Teil Schätze deine Deutschkenntnisse ein. Hast du den Text zuvor schon vollständig in deutscher Sprache verstanden? Also wenn ich das jetzt auf Ukrainisch gelesen habe, überlege ich, hast du das eben schon in Deutsch gelesen? War das Gleiche? Wenn das so war, dann ist das Deutsch so gut, dann braucht man hier eine Aufgabe nicht weitermachen.
Wenn das aber nicht so war, dann kommt der Teil 6. Ist deine Antwort nein? Lese den deutschen Text noch einmal und notiere alle nicht verstandenen Worte für deine Liste mit den zu lernenden Vokabeln. Also man klickt ja nochmal auf die deutsche Flagge, schreibt sich die Worte raus, zum Beispiel agile, Workshop, multimediale und was es sonst so gibt, Niveaustufe, informelle. Das sind also Begriffe, die weiß auch noch nicht mal jeder Deutsche. So, diese Begriffe hat man sich dann herausgeschrieben und dann geht es weiter mit der Aufgabe 7. Wähle das Blatt Wortliste. Es enthält alle in der Pressemitteilung verwendeten Worte als sortierte Unikate. So, da gehe ich also jetzt auf die Wortliste, entweder hier unten oder da oben, geht beides. Und da habe ich ja eben ein paar Worte genannt. Also hier sehe ich gerade, da ist Ausbildungsberufen, das ist die Spalte noch ein bisschen schmal. Ihr seht, ich kann also hier, wenn ihr die runtergeladen habt und könnt ihr auch bearbeiten, dann könnt ihr also auch hier die Spalten ein bisschen anpassen, falls erforderlich. So, da ist also jetzt einiges drin, wo man aktiv werden soll. Und zwar soll man dann hier in der Spalte Notiz, das ist hier die Spalte B, wenn ich hier draufklicke, jetzt habe ich die ganze Spalte B markiert. Da soll zum Beispiel bei Agile, das haben wir hier hinter der 3 stehen, da soll ein A reingeschrieben werden, habe ich mir gedacht. Das Wort Agile ist sehr wichtig. Jetzt kann ich mir also noch weitere Worte raussuchen. Ich habe ja eben gesagt Workshop. Wenn man also weiß, Workshop kommt ganz unten im Alphabet. Dann habe ich hier unten den Workshop, schreibe ich auch ein A rein. Und jetzt noch ein paar andere. Jetzt halte ich das Video einfach mal an. Ich will noch multimediale, Niveaustufe und informelle markieren, aber das wisst ihr jetzt schon, wie es geht. Ich halte das Video hier an. So, ich habe jetzt hier in der Spalte Notiz, das war die Spalte B, habe ich hier die Begriffe, die ich nicht kannte oder die ich denke, dass ich die lernen muss, markiert. Und mit dem Buchstaben A für hohe Priorität, B für mittlere und C für niedrige Priorität. Und jetzt schaue ich mir nochmal die Aufgabe an, was ich da weitermachen soll. Also das war jetzt Punkt 8. Und jetzt kopiere die Wortliste in ein neues Blatt. Das heißt, ich gehe jetzt auf Wortliste und dann soll ich sie hier sortieren. Das ist also Punkt 9 und 10 mache ich jetzt zusammen. Ich gehe also auf die Wortliste. Wenn ich die kopieren will, es geht natürlich am schnellsten mit gedrückter Steuerungstaste und Ziehen der Maus, aber ich mache es jetzt mal klassisch mit der rechten Maustaste, wähle da Kopieren, da ist es, und Kopie erstellen und wähle dann vor Referenzwortschatz. So, da ist es. So, jetzt habe ich die Wortliste zweimal. Ich brauche aber bei Wortliste 2 nur noch die Worte, die ich mir rausgesucht habe. Und die kriege ich dadurch ganz schnell in eine richtige Reihenfolge, wenn ich hier hingehe, sortiere von A bis Z. Und dann sieht man, wenn ich jetzt nach oben gehe, da habe ich die Worte, die ich da notiert habe. Agile, informelle, Workshop, das ist Kategorie A, also ganz wichtig, informelles, multimediale, multimedialer, das ist Kategorie B und Mindestanforderung ist C, ist also auch ein neues Wort für mich, aber nicht ganz so relevant wie eben agil. Jetzt sollen alle Zeilen, wo keine Notiz in der Spalte B eingetragen ist, gelöscht werden, also alles hier ab Zeile 13, halte ich die linke Maustaste gedrückt, ziehe nach unten, bis das alle Zeilen darunter markiert sind, drücke hier die rechte Maustaste bei den Köpfen und wähle Zellen löschen oder Zeile löschen in diesem Fall. Und jetzt bleiben also nur noch die Vokabeln übrig, wo ich hier eine Notiz gesetzt habe. Ich habe hier die Wortliste, wo meine Markierungen in der Spalte Notiz drinstehen. Da soll aber noch was gemacht werden. Damit ich das auch richtig mache, gehe ich nochmal auf Aufgabe. Und da steht es hier, kopiere das Blatt Wortliste und benenne es um in meine Wortliste. Gelöscht habe ich schon.
Wenn ich diese Wortliste dann umbenannt habe, mache ich jetzt mal mit einem Doppelklick auf Wortliste 2. Dann kann ich davor schreiben, meine Wortliste und die 2 dahinter, die mache ich weg. So, jetzt ist das meine Wortliste. Also der Unterschied ist, in Wortliste stehen alle Worte drin, die im Dokument vorkommen. In meine Wortliste stehen nur die drin, die ich mir jetzt rausgesucht habe mit der Notiz, mit dem Notizeintrag A hohe, B mittlere und C niedrige Priorität. Was kann ich hiermit machen? Mit meiner Wortliste, da kann ich das gleiche mitmachen wie mit der Wortliste, nur diese Worte hier, die will ich mir ja speziell anschauen. Ich kann zum Beispiel bei DeepL-Wort nachgucken, was liefert DeepL für Übersetzungen für die Sprachen, die da angeboten werden, also für die 28 Sprachen, die nicht Deutsch sind. Ich klicke mal auf DeepL-Wort bei Informeller. Ja, und da sehe ich bei DeepL, da steht statt Informeller im Deutschen, heißt im Englischen Informal, aber ich kann ja sagen, ich will das aber jetzt auf Ukrainisch haben, dann gehe ich hier auf Ukrainisch und da sieht man hier, so würde das auf Ukrainisch heißen. Also ihr seht, das ist ganz einfach, man kann sich hier die Sprache raussuchen, Italienisch, Informale, das kriegt man noch hin, weil ist wahrscheinlich der gleiche lateinische Ursprung. Chinesisch wird es exotisch aussehen, sehen wir auch, ist auch so. So, DeepL haben wir das Wort gesehen, wollen wir auch einen DeepL-Satz. Zu Informeller habe ich hier auch einen Satz konstruiert. Wer Zuwanderer mit anderen Muttersprachen unterrichtet, ist Sprachlehrer im Sinne von informeller Bildung. Das ist der deutsche Satz. Englisch lautet der so, wie er hier steht. Und wenn ich das jetzt noch in ganz anderen Sprachen haben will, erstmal, wenn ich auf DeepL-Satz gehe, werde ich es auch so sehen, wie ich es eben gerade schon mal in der festen Übersetzung gesehen habe. Aber ihr seht, das ist jetzt die englische Variante für den deutschen Satz. Aber ich kann hier auch wieder hingehen und sagen, ich möchte es aber auf Ukrainisch haben. Ich hatte es mir als Ukrainer vorher in Deutsch angeguckt. Englisch habe ich es mir auch schon angeguckt, aber jetzt will ich wissen, wie lautet es dann in der Sprache. Das mag sein, dass es hier, weil Ukrainisch ist erst seit kurzem im Repertoire von DeepL drin. Es kann sein, dass hin und wieder noch ein paar Holprigkeiten dazwischen sind, also ein paar Stellen, die noch nicht so ganz perfekt sind. Aber ich habe es mal bei ein paar Stellen zurückübersetzt mit einem anderen Programm, also mit Google Translate. Und da habe ich also trotzdem immer noch verstehen können, was da gemeint ist. So, ich schließe das jetzt mal. Wir haben also jetzt gesehen, hier wo DeepL-Satz steht, da kann man sich das eben anschauen und die Sprache wählen, in der man das übersetzt haben möchte. Jetzt steht hier Drago, Translate Google soll das eigentlich heißen, aber das ist zu viel Text, um das da anzuzeigen. Jetzt habe ich das gemacht. Und da sieht man, hier habe ich also jetzt auch wieder den deutschen Satz, der ist hier automatisch eingesetzt worden über eine entsprechende Funktion, die in der Playlist beschrieben ist, will ich also jetzt nicht nochmal erklären. Und jetzt habe ich die englische Übersetzung, aber ich kann mir das natürlich auch wieder, weil ich es schon mal gemacht habe, auf Ukrainisch anschauen oder auf Französisch kann ich es übersetzen oder auf die 200, also fast 200 anderen Sprachen, die es hier gibt. Also da liefert Google Translate mehr Sprachen als DeepL. Allerdings die Qualität ist nicht so, wie man sich das immer wünscht. Aber einen Vorteil hat hier der Übersetzer. Ich kann, wenn ich jetzt hier wieder auf Englisch gehe, ich kann hier mir das vorlesen lassen. In Deutsch zum Beispiel. Wenn ich hier auf den Lautsprecher klicke. Wer Zuwanderer mit anderen Muttersprachen unterrichtet, ist Sprachlehrer im Sinne von informeller Bildung. So, jetzt haben wir das also mal gehört. Kann man noch schneller sprechen lassen. Aber wir sehen, mit diesem Translate Google hat man die Möglichkeit, die Texte, die man da ausgewählt hat, hier in dieser Wortliste, die kann man sich vorsprechen lassen. So, dann geht es weiter. Hier steht Google und da wird das Wort in der Suchmaschine Google gesucht, informeller.
Dann sieht man, das taucht auf hier in Oxford Languages. Da kann man sich das dann anschauen. Gibt es aber auch noch, das ist auch sehr gut, im Wiktionary. Na, wenn man also wissen möchte, was informell bedeutet, habe ich gerade drauf geklickt, kann man sich hier auch vorsprechen lassen. Informell ist ein Adjektiv. Die Trennungen, die man da nehmen kann, sind beschrieben. Die Bedeutungen. Es gibt Beispielsätze. Also das Wiktionary ist also eine sehr schöne Hilfe für die meisten Worte, die nicht absoluter Fachjargon sind. So, dann haben wir hier noch einen Satz. Wenn ich also hier bei Google nach dem ganzen Satz suche, da sieht man, dieser Satz ist noch nicht von Google gefunden worden, den ich da geschrieben habe. Es gibt auch keinen anderen Satz. Das heißt, ich habe den nirgendwo abgeschrieben, indem ich da bei Google genau dieses irgendwo gewählt habe. Wenn ich aber einen ähnlichen Satz haben will, dann kann ich einfach die Gänsefüßchen hier vorne wegmachen und dann drücke ich die Enter-Taste und dann steht hier, wir müssen Schüler mit Migrationshintergrund, und da werden also dann Pressemitteilungen werden also hier gezeigt. Hier steht auch informelles Lernen von Lehrerinnen und Lehrern im Kontext. Uni Kassel, also da, wo ich ja auch meinen Firmensitz habe, oder Uni Hamburg. Also das passt schon ganz gut zu dem, was ich da formuliert habe. Sprachsensibles Unterrichten fördern. Also ihr seht, wenn ich also hier mit Google nach dem Satz suche, wenn ich den genauso finde, dann habe ich entweder meine eigene Webseite gefunden oder ich habe den irgendwo abgeschrieben, möglicherweise. Aber wenn ich dann die Gänsefüßchen wegmache, dann finde ich auch Sätze, wo die gleichen Worte drin vorkommen oder der gleiche Sinn erkannt wurde von der Suchmaschine Google. Danach haben wir dann noch eine Spalte, da steht hier falsch, weil das ist immer dann, wenn da falsch steht, nicht in dem Referenzwortschatz enthalten. Ja, und das ist also hier der Teil der Worte, die hier zugekommen sind, zu dem, was im Goethe B1 Wortschatz schon enthalten war. Dieses geht also darüber hinaus. So, wenn ich mir den Referenzwortschatz dann nochmal anschauen will, dann kann ich hier auf diese Seite gehen. Da habe ich also vorne in der Spalte die Worte, die ich aus der Wortliste von Goethe B1 da abgeleitet habe. Dann habe ich das hier nochmal auf Englisch übersetzt. Und dann habe ich hier auch Wiktionary, DeepL und einige Suchmaschinen verknüpft. Damit kann man sich also, wenn man das möchte, auch diesen Referenzwortschatz erschließen. DuckDuckGo, ne, Zwei-Zimmer-Wohnung zum Beispiel, ne, das haben wir ja hier, taucht also da auch auf. Und da sehen wir, wenn ich darauf klicke, dann finde ich also hier bei der Suchmaschine DuckDuckGo die Trefferlisten zu Zwei-Zimmer-Wohnungen. So, damit habe ich also jetzt erklärt, was ist hier der Aufbau dieser Excel-Arbeitsmappe. Wichtigste Seite ist also hier das Blatt Aufgabe, weil da ist beschrieben, was ihr bzw. die Schüler, die schon fortgeschritten sprechen können in deutscher Sprache, was die da machen sollen. Gehe nochmal zurück zum Blatt Info. Thema ist also berufsbezogenes und fächerübergreifendes Lernen von Deutsch als Fremdsprache. Berufsbezogen habe ich deshalb verwendet. Hier geht es ja eigentlich um Einsatz von Excel, was in allen Berufen vorkommt. Aber wenn ihr euch dann die anderen Materialien anschaut, die ich schon veröffentlicht habe und die ich demnächst an diesen Aufbau, wie hier gezeigt, anpasse, da gibt es dann auch Industriekaufleute, Lageristen, Berufskraftfahrer, Köche. Für die gibt es also dann die Rahmenlehrpläne der Kultusministerien und daraus lässt sich natürlich dann auch der Fachwortschatz ableiten, der dann in dem Beruf erforderlich ist. So, das war jetzt die Beschreibung meiner Excel-Arbeitsmappe, die ihr euch herunterladen könnt, wenn ihr in der Beschreibung zum Video nachschaut. Dieses hier ist also eine echte Pressemitteilung, die gilt für die letzten Monate des Jahres 2022. Wenn ihr also seht, dass ihr die Voraussetzungen erfüllt und ihr möchtet mitmachen bei diesem Projekt, wo es um Vermittlung von Deutschkenntnissen an Zuwanderer geht, dann schaut euch das an und da findet ihr auch die Informationen, wie und wo ihr euch da anmelden könnt. Video ist jetzt lang genug. Ich bedanke mich für eure Geduld
und freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Video oder vielleicht auch mal live in einem Workshop wiedersehen. Tschüss.